In nur wenigen Wochen ist es soweit. Der neueste Teil der Jurassic-Saga wird in den Kinos erscheinen. Jurassic World Dominion. Oder wie er auf Deutsch heißen wird, Jurassic World – ein neues Zeitalter. Viele Fans der Serie gehen ja nur wegen des reinen Unterhaltungswertes der Filme ins Kino. Daran gibt es auch nichts auszusetzen. Auch ich werde mir den Film definitiv ansehen und bestimmt auch den ein oder anderen netten Moment im Kinosessel haben. Aber ich blicke schließlich auch aus wissenschaftlicher Sicht auf den Film. Und ich finde, dass sich die Filme zusehends negativ entwickelt haben. Auch und ganz besonders in den schon erschienenen Trailern und Teasern ist dieser Trend auch bei Jurassic World Dominion zu erkennen. Nicht nur wegen der zu erwartenden dünnen Story, der vielen Logiklöcher oder des immer stumpfer werdenden Humors. Vor allem stört mich die sträflich falsch dargestellte Art und Weise der Dinosaurier, ihres Verhaltens und anderer Inhalte, die aus wissenschaftlicher Sicht einfach nicht stimmen. Natürlich werde ich auch wegen meiner eigenen Einstellung sicher auch die ein oder andere Kritik bekommen. Um dieser Kritik mit vernünftigen Argumenten zu begegnen, werde ich auf meinem YouTube-Kanal die Jurassic Park Saga aufarbeiten. Dies geschieht in Kooperation mit Markus Kretschmar, Autor der Buchreihe Die weißen Steine. Mit ihm zusammen wurde schon ein gemeinsames Video zum Massenaussterben der Dinosaurier vorgestellt und seine Texte finden sich auf seiner Seite. Beides ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich möchte in diesen Beiträgen auch nicht auf die Logiklöcher oder Handlungsfehler eingehen. Das haben viele andere Blogger vor mir schon getan und es gibt 1000 YouTube-Videos und anderes zu diesem Thema. Ich möchte mir deshalb bloß die Dinosaurier vornehmen und die im Film dargestellten Klone mit ihren realen Vorbildern aus dem Mesozoikum vergleichen. Was wissen wir heute wirklich über T-Rex, Velociraptor, Triceratops und Co.? Was entspricht der Realität? Was ist reine Fiktion? Und welche Informationen sind in den letzten 3 Jahrzehnten, seit es die Filmreihe schon gibt, noch dazugekommen? Wie sehr hat sich das Bild der Dinosaurier in der Forschung inzwischen verändert, sodass die Filmsaurier nun auch deshalb nicht mehr korrekt sind? Anfangen möchte ich aber mit einem ganz anderen, viel grundsätzlicheren Thema, nämlich mit den Fragen: Kann man Dinosaurier überhaupt klonen? Ist schon die gesamte Grundlage des Films, also die Wiedererschaffung von Dinosauriern mit Gentechnik, totaler Blödsinn? Oder könnte es in der Zukunft vielleicht tatsächlich mal einen Park mit geklonten Urzeitriesen geben? Die Jurassic-Filmreihe, die 1993 mit Jurassic Park von Steven Spielberg einen grandiosen Start feierte, ist eine Adaption des gleichnamigen Buches von Michael Crichton, das 1990 auch unter dem deutschen Titel Dino Park erschien. Sowohl im Film als auch im Buch erschaffen ein exzentrischer Milliardär und seine begabten Wissenschaftler einen Vergnügungspark mit lebendigen Dinosauriern. Doch aufgrund von unvorhersehbaren Kleinigkeiten gerät der Park noch vor seiner eigentlichen Eröffnung außer Kontrolle. Die Dinosaurier brechen aus, einige Besucher und Parkangestellte werden gefressen und das Leben findet seinen Weg, wie ein berühmtes Zitat aus der Reihe lautet. Crichtons Roman ist ein Meilenstein der Science-Fiction-Literatur geworden und auch als Kritik an der modernen Forschung zu verstehen. Forscher seien heute oft nur noch darauf bedacht, ob sie gewisse Dinge tun können, aber ob sie diese auch tun sollten, fragt sich kaum jemand. Die sträfliche Missachtung ethischer Grenzen kann jedoch zum Chaos führen, wie Crichton in spektakulärer Weise vorführt. Es handelt sich bei den Dinosauriern im Roman und auch im Film um sogenannte Klone. Klone sind genetische Kopien echter Tiere, die sowohl im Buch als auch im Film aus der DNS von Blutzellen aus echtem Dinosaurierblut erschaffen werden. Dieses Dinosaurierblut fanden die Jurassic Park Wissenschaftler in blutsaugenden Insekten wie Moskitos,
die es ja wirklich schon zur Zeit der Dinosaurier gab. Nachdem ein Moskito einen Dinosaurier gestochen hatte, konnte es passieren, dass dieser im Harz eines Baumes kleben blieb. Dieses Baumharz wurde dann zusammen mit dem Insekt fossiliert und im Laufe der Jahrmillionen zu Bernstein. Und dort wurden die Forscher in Crichtons Vision dann fündig. Doch wie realistisch ist diese Vision? Wie funktioniert das Klonen denn eigentlich genau? Ist Jurassic Park mehr Science oder mehr Fiction? Die Technik des Klonens ist einfach erklärt, aber in der Praxis deutlich komplizierter. Beim Klonen wird einer beliebigen Körperzelle des zu klonenden Lebewesens der Zellkern entfernt. Dieser wird dann einer Stammzelle wie einer Eizelle eingepflanzt, der zuvor ebenfalls der Zellkern entfernt wurde. Diese Technik nennt man Nukleartransfer. Anschließend lässt man diese Zelle zu einem neuen Organismus heranwachsen. Pflanzen, zumindest die meisten, kann man relativ unproblematisch klonen. Bei Tieren ist es etwas komplizierter. Für das Klonen von Säugetieren muss eine Leihmutter in vitro mit der geklonten Eizelle befruchtet werden. Mit etwas Glück entwickelt sich daraus dann ein Tierbaby, das eine exakte genetische Kopie des Tieres ist, dem man zuvor die Körperzelle entnommen hatte. Es gibt in der Tier- und Pflanzenwelt auch natürliche Klone. Der Ableger einer Pflanze ist im Grunde genommen nichts anderes als eine etwas zahmere Version des Tyrannosaurus aus den Jurassic Park Filmen. Und auch wenn du einen eineiigen Zwilling hast, dann hast du einen natürlichen Klon, der mit dir zusammen durch die Welt geht. Ihr beide teilt, von einigen natürlichen Mutationen einmal abgesehen, nämlich das identische Erbgut. Die Erfolgsquote beim künstlichen Klonen von Säugetieren ist aber auch heute noch in den meisten Fällen ausgesprochen gering. Die Anzahl der tatsächlich entwickelten Klonorganismen ist im Vergleich zu der Gesamtzahl an Zellen, die beim Nukleartransfer unterzogen worden sind, ernüchternd klein. Nur ein winziger Bruchteil der so erzeugten Eizellen entwickelte sich wirklich zu Embryonen und Föten und wurde gesund geboren. Als Grund für die hohe Fehlerquote werden epigenetische Phänomene angenommen, wie zum Beispiel die genomische Prägung, das sogenannte Imprinting. Und Dinosaurier waren ja nun auch keine Säugetiere. Für Reptilien und Vögel gibt es noch andere Komplikationen, auf die ich später noch eingehen werde. Als Michael Crichton seinen Roman schrieb, war die Klontechnik übrigens noch eine geheimnisumwobene, nur in der Theorie mögliche Vision und damals wirklich noch pure Science Fiction. Diese ist heute aber tatsächlich schon zur Realität geworden. Das erste geklonte Tier, ein Hausschaf namens Dolly, kam im Juli 1996 zur Welt. Seither verliefen auch Klonprogramme mit Mäusen, Rindern, Ziegen, Schweinen, Mufflons, Gaurs, Kaninchen, Katzen, Ratten, Maultieren, Pferden, afrikanischen Wildkatzen, Rothirschen, Frettchen, Wasserbüffeln, Hunden, Wölfen, Rhesusaffen, Javanaaffen, Dromedaren und Schwarzfußiltissen erfolgreich. Heute werden vor allem Zuchtpferde mit hohen sportlichen Erfolgen bereits im größeren Umfang geklont. Im Jahr 2008 kamen in Südkorea 7 geklonte Drogenspürhunde zur Welt, die, so die Hoffnung der südkoreanischen Zollbehörde, ähnlich erfolgreich sein würden wie das Original, der legendäre Golden Retriever Chase. Im August 2020 wurde in Texas von einem Hauspferd ein Przewalski-Fohlen geboren. Es war das erste erfolgreiche Klonprojekt eines Tieres mit konservierten Zellen. Das genetische Material stammte von einem Tier, dessen DNS schon 40 Jahre zuvor tiefgefroren war. Dabei wurden in den Zellen des Przewalski-Fohlens sogar ausgestorbene, also nicht mehr bei lebenden Tieren vorhandene Genvarianten wiederbelebt. Ein Hauch Jurassic Park ist hier durchaus spürbar. Doch wird es tatsächlich einmal einen echten Jurassic Park mit lebenden Dinosauriern geben? Diese Frage gehört wohl zu den häufigsten, die sich Schüler in einer Dinosaurierführung im Museum stellen. Und auch Erwachsene scheinen ein Jurassic Park oft nur noch für eine Frage der Zeit zu halten. Grundsätzlich muss man als Wissenschaftler natürlich sagen, möglich ist fast alles.
Viele Techniken, die heute alltäglich sind, galten noch vor wenigen Jahrzehnten als unrealisierbar. Deshalb bin ich in der Formulierung etwas vorsichtiger und möchte in diesem Beitrag lediglich von Wahrscheinlichkeiten und Hürden sprechen. Und die stehen der Realisierung eines Jurassic Park heute, so wie ich das sehe, auch in ferner Zukunft noch unüberwindbar entgegen. Tatsächlich sehen Wissenschaftler heute 3 Wege, um ein ausgestorbenes Tier wieder zum Leben zu erwecken. Erstens das direkte Klonen eines ausgestorbenen Tieres durch konservierte DNS und mittels Leihmutterschaft eines eng verwandten, heute noch existierenden Tieres. Zweitens die Manipulation von Genen rezenter Tiere mit Hilfe der konservierten DNS ausgestorbener Tiere, sodass eine neue, der Urform ähnlichere Variante entsteht. Und drittens die gezielte Rückzüchtung eines rezenten Tieres, bis es so aussieht wie sein ausgestorbener Verwandter. Die dargestellte Methodik aus Jurassic Park ist ein Mix aus den ersten beiden Wegen. Hier werden die konservierten Gene der Parkdinosaurier mit dem Erbgut rezenter Tiere, nämlich mit dem von Fröschen, manipuliert. Die Lücken in der Gensequenz der Dinosaurier werden dort mit Frosch-DNS komplettiert. Somit sehen wir in Jurassic Park also eigentlich keine Dinosaurier, sondern sogenannte Chimären, Tiere, die aus dem Erbgut mehrerer Tiere zusammengesetzt wurden und die teils Dino, teils Frosch, aber auch teils etwas ganz anderes sind. Diese Chimärentechnik birgt im Buch und im Film aber mehrere Gefahren. Wie zum Beispiel, dass sich die Dinos dort auch trotz der strengen Geschlechtskontrolle, alle Tiere im Park sind Weibchen, fortpflanzen können. Die Frosch-DNS gibt den Dinosauriern im Park die Eigenschaft, ihr Geschlecht von weiblich zu männlich zu verändern. Viele Fans nutzen die Chimärentechnik aber auch gerne als Ausrede, wieso die im Film dargestellten Dinosaurier so stark von ihren realen Vorbildern abweichen. In den letzten beiden Jurassic World Filmen waren auch die bei manchen beliebten, bei vielen verhassten Hybriden eigentlich keine Hybriden, sondern Chimären. Ein Hybrid ist eine Kreuzung zweier eng verwandter Arten, wie zum Beispiel Pferd und Esel. Maultiere und Maulesel sind echte Hybriden. Bis heute wurde aber noch nie eine echte Chimäre erschaffen. Und es ist mehr als nur fraglich, ob so ein Fabelwesen wirklich lebensfähig wäre. Die Genetik wirft schon bei reinen Klonen sehr viele Komplikationen auf. Ein Tier aus unterschiedlichen Quellgenen zu erschaffen, ist wahrscheinlich tatsächlich unmöglich. Die unterschiedlichen Geninformationen würden für reichlich Missbildungen und Tumore sorgen, wenn es denn überhaupt so weit kommen würde. Wahrscheinlich wäre der Embryo schon in einem sehr frühen Stadium gar nicht mehr lebensfähig. Ich bezweifle sogar, dass sich die Chimärenzelle überhaupt ein einziges Mal teilen würde. Schauen wir also mal weg von der Genmanipulation und betrachten wir alleine den Prozess des Klonens. Was brauchen wir dafür? Egal, um was es geht, um Tier, Pilz, Pflanze oder auch Bakterium oder Virus, um irgendetwas Lebendiges zu reproduzieren, braucht man das vollständige Genom. Bei höheren Tieren, wie bei uns Menschen und auch bei den Dinosauriern, besteht so ein Genom aus vielen Milliarden Bausteinen an Erbinformationen. Diese Erbinformationen werden durch die DNS, also die Desoxyribonukleinsäure, kodiert. Wer mehr über den Aufbau der DNS und ihrer Funktion wissen möchte, auch dazu habe ich einige Videos erstellt. De-Extinktion. Dieser Begriff wurde in Jurassic World eingeführt. Er beschreibt die Wiedererschaffung ausgestorbener Lebewesen. Im Kino, aber auch in den vielen Computerspielen aus dem Franchise erscheint die De-Extinktion wie eine nicht allzu ferne Wirklichkeit. Und immer wieder liest man reißerische Nachrichtenmeldungen, dass irgendwelche Forscher angeblich kurz vor dem Durchbruch stehen sollen, ein ausgestorbenes Tier zu klonen. Wenn es dabei nicht gleich um Dinosaurier geht, dann wenigstens um noch nicht ganz so lange ausgestorbene Tiere wie die eiszeitlichen Mammuts oder den australischen Beutelwolf. Doch steht dieser Durchbruch wirklich kurz bevor? Ich sage nein.
der Wiedererschaffung ausgestorbener Tiere mittels Gentechnik stehen trotz der großen Fortschritte auf diesem Gebiet mehrere turmhohe Hürden entgegen. Bis heute wurden noch keine Wege gefunden, diese zu umgehen. Und dass sogar das Klonen heute noch existierender Tiere keineswegs einfach, sondern eine wissenschaftliche Herkulesaufgabe ist, soll hier nur noch einmal am Rande erwähnt sein. Das größte Problem beim Klonen ausgestorbener Tiere ist, dass die DNS mit der Zeit zerfällt. Die Informationen gehen also nach und nach verloren. Selbst wenn man tatsächlich einmal Stechmückenblut in Bernstein isolieren und untersuchen könnte, wäre das Genom viel zu stark fragmentiert und fürs Klonen absolut unbrauchbar. Um das zu veranschaulichen, mal ein Beispiel. Stell dir vor, du wärst ein Architekt und würdest einen Wolkenkratzer entwerfen. Du schreibst einen komplizierten Bauplan mit allen nötigen Informationen, welche Baumaterialien wo verwendet werden sollen, wo die elektrischen oder die Wasserleitungen entlanglaufen, welche Traglast die Wände haben und so weiter. So schreibst du mehrere tausend Seiten und Millionen von Informationen auf deinen Blaupausen. Bevor du diesen Plan aber den Bauingenieuren und der Konstruktionsfirma übergibst, schickst du dieses durch einen Schredder. Die Bauarbeiter bekommen von dir nur noch das Konfetti. Und der größte Teil des Konfettis liegt sogar noch in der Maschine. Die Bauleute bekommen dieses Konfetti niemals zu Gesicht. Genauso wie es für die Bauleute nun unmöglich wäre, den Bauplan vollständig zu rekonstruieren, ist es für die Biologen und Gentechniker, das Genom eines Dinosauriers vollständig zu sequenzieren. Und vollständig müsste es sein. So wie es auch beim Bau eines Wolkenkratzers verheerend wäre, wenn eine elektrische Leitung an einer falschen Stelle montiert werden würde. So wäre auch ein geklonter Dinosaurier-Embryo mit nur den kleinsten Fehlern nicht mehr lebensfähig. Das zweite Problem bei Dino-DNS aus dem Bernstein: Das Genom ist nicht nur stark fragmentarisch, sondern auch verunreinigt. Die Forscher würden dort ja nicht nur die Gene des Dinosauriers finden. Das Dinoblut befindet sich schließlich im Magen des Moskitos, der schon vor dem Unglück mit dem Baumharz damit begonnen hat, das Blut zu verdauen. Und man kann hinterher leider nicht mehr sagen, welche Gene ursprünglich einmal zu dem Dinosaurier oder zu dem Blutsauger gehörten. Und vielleicht auch noch zu dem Araucarienbaum, der das tückisch-klebrige Baumharz ausgeschieden hat. Die Kontamination dürfte die Rekonstruktion des Genoms ebenfalls erheblich erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen. Das Klonen eines Tieres erfolgt mit Hilfe von Leihmutterschaft. Und das ist die dritte Hürde. Die Leihmutter muss der gleichen biologischen Art angehören wie das zu klonende Tier. Und sogar bei gleichartigen Klonen treten ja bereits häufig epigenetische Komplikationen auf, sodass Embryonen oft nicht lebensfähig sind oder sich die geklonten Eizellen gar nicht erst im Mutterleib einnisten. Diese Komplikationen werden verschärft, je weiter das Tier von seinem Spender entfernt verwandt ist. Bis heute ist noch nie art-, geschweige denn gattungsübergreifend geklont worden. Und auch wenn die Dinosaurier des Mesozoikums noch etliche Verwandte im 21. Jahrhundert haben, zwischen ihnen und den Vögeln liegen mehr als 66 Millionen Jahre der Evolution. Sie sind also längst nicht mehr genetisch kompatibel. Wer also erwartet, dass irgendwann einmal vielleicht aus einem Straußenei ein kleiner Tyrannosaurus schlüpfen wird, der befindet sich auf dem Holzweg. Selbst wenn wir irgendwann tatsächlich aus irgendwelchen wundersamen Gründen ein komplettes, nicht kontaminiertes Dinosauriergenom haben, so könnte ein heutiger Vogel niemals ein Ei legen, das dann statt eines Vogelkükens einen Dinosaurier enthält. Ein Tyrannosaurus ist noch weit, weit entfernter mit jenen heutigen Vögeln verwandt, als wir Menschen zum Beispiel mit einem Wildkaninchen. Ganz unabhängig vom Größenunterschied zwischen Mensch und Kaninchen bzw. Tyrannosaurus und Strauß,
Das Immunsystem der Leihmutter würde in beiden Fällen das fremde genetische Material sofort als solches erkennen und angreifen. Vielleicht lässt sich diese Hürde eines Tages durch ein künstliches Dinosaurierei lösen, eine Art Brutkasten mit einer Eiklar-ähnlichen Nährflüssigkeit. Doch von so einer Technik sind wir derzeit noch sehr, sehr weit entfernt. Das gleiche Problem mit der Inkompatibilität bei der Leihmutterschaft steht übrigens sogar schon der Wiedererschaffung eines Mammuts entgegen. Auch wenn heute noch lebende asiatische Elefanten relativ eng mit dem ausgestorbenen Eiszeitriesen verwandt sind, so könnte die genetische Kluft zwischen beiden Spezies schon zu groß sein, um ein erfolgreiches Klonen zu ermöglichen. Wir haben außerdem keine Ahnung, wie sich Mammutembryonen im Mutterleib entwickelten. Wenn die Schwangerschaft eines Mammuts auch nur ganz gering von der Schwangerschaft einer Elefantenkuh abweicht, wenn der Embryo in bestimmten Phasen schneller oder langsamer wächst oder das Kalb bei beiden Spezies nach einer unterschiedlich langen Tragzeit geboren wird, dann würden sowohl für die Mutter als auch für das Kalb extreme Risiken bestehen. Die Geburt eines lebensfähigen, gesunden Kalbes wäre in so einem Fall sehr, sehr unwahrscheinlich und auch ethisch nicht zu verantworten. Es gab zwar einmal eine erfolgreiche Kreuzung eines afrikanischen und eines asiatischen Elefanten. Asiatische und afrikanische Elefanten sind miteinander noch etwas weiter entfernt verwandt als der asiatische Elefant mit den Mammuts. Doch der damals geborene Hybrid Motti lebte nur 10 Tage, bevor er an einer Mageninfektion starb. Das art- oder sogar gattungsübergreifende Klonen ist somit sehr wahrscheinlich eine Sackgasse ohne Ausweg. Die 4. Hürde ist eigentlich eine ganz banale. Die dahinterstehende Frage ist so banal, dass Michael Crichton sie in seinem Roman gar nicht erst erwähnt hat. Wie kommt nämlich der Dinosaurier-Embryo eigentlich in das Ei? Fakt ist, einem Tier, das Eier mit einer harten Kalkschale legt, kann man das unbefruchtete Ei nicht einfach so entnehmen, wie zum Beispiel einem Säugetier. Man kann Vögel und eierlegende Reptilien deshalb auch nicht in vitro befruchten. Genauso wenig ist es möglich, ihnen das Ei nach der Befruchtung wieder in den Leib zu pflanzen, wo es dann zur Legereife heranwächst. Deshalb wurde bis heute noch nicht ein einziger Vogel erfolgreich geklont. Liest man in der Zeitung von Klonhühnern, so handelt es sich dabei eigentlich nicht um Klone, sondern um Chimären. Nur etwa 95% ihres Erbguts stammen von Zellen mit identischen Erbinformationen. Somit sind auch alle reißerischen Nachrichtenmeldungen, in denen es um die bald bevorstehende Wiederbelebung der Wandertaube, des Riesenalks oder auch des Dodos geht, lediglich Clickbaits. Auch wenn die Sequenzierung der Gene dieser ausgestorbenen Tiere aus wissenschaftlicher Sicht schon als großer Fortschritt zu werten ist, so bringt er uns der tatsächlichen Wiedererschaffung eines ausgestorbenen Tieres kein Stück näher. Angesichts dieser 4 großen Hürden ist das, was die Wiedererschaffung eines ausgestorbenen Tieres sonst noch erschweren würde, beinahe schon zu vernachlässigen. Unerwähnt lassen möchte ich diese anderen Hürden aber trotzdem nicht. Selbst wenn die Forschung eines Tages tatsächlich ein Wunder vollbringt und ein ausgestorbenes Tier in unsere Welt zurückbringt, ist es nämlich keineswegs gesagt, dass dieses neue Tier zurechtkommen und überleben würde. Die Welt ist einem stetigen Wandel unterlegen. Nicht nur das Klima, sondern auch die Zusammensetzung unserer Atmosphäre ändert sich ständig. Tiere haben sich im Laufe der Evolution an diese stetig wechselnden Lebensbedingungen angepasst. Würde man aber ein Tier aus einer Epoche mit ganz anderen Bedingungen in unsere Zeit verfrachten, so könnte ihm nicht nur ein gewaltiger Jetlag, sondern sogar der Tod drohen. In der Kreidezeit zum Beispiel lag der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre um beinahe 1/3 höher als heute. Auch der CO2-Gehalt war deutlich höher, sogar um ein Vierfaches.
Wenn das Atmungssystem eines Tieres nicht mit den veränderten atmosphärischen Werten zurechtkommt und sich nicht daran anpassen kann, so wird das Tier krank werden oder bald nach seiner Wiedererschaffung sterben. Gerade ein noch sehr junges Tier ist für so ein Problem noch deutlich anfälliger. Wir haben auch keine Ahnung, wie das Immunsystem des wiedererschaffenen Tieres auf die heutige Umwelt reagieren würde. Natürlich entwickelt sich das Immunsystem eines Säugetieres auch mit über die Nabelschnur im Mutterleib. Für einen künstlich erschaffenen Dino ist das allerdings keineswegs gesagt. Der Klondinosaurier würde sich sehr wahrscheinlich relativ rasch mit einem Virus, einem Bakterium oder sonst einem Erreger infizieren, der sich erst lange nach seinem Aussterben entwickelt hat. Für den Klon würde so ein Erreger deutlich potenter wirken und ihn sehr wahrscheinlich kurz nach seinem ersten Atemzug umbringen. Noch ein ganz anderer Faktor, der vielleicht den meisten gar nicht bewusst ist. Wir sind in unserem Körper nicht allein. All unsere Schleimhäute, besonders die in unserem Verdauungsapparat, sind von zahlreichen verschiedenen Kulturen von nützlichen Mikroorganismen besiedelt. Obwohl wir sie nicht sehen können und auch nur selten oder niemals an sie denken, sind wir ohne sie nicht lebensfähig. Mikroorganismen unterstützen uns bei der Immunabwehr. Sie helfen uns bei der Verdauung. Einige produzieren sogar lebenswichtige Nährstoffe. Wenn man einen Dinosaurier klonen wollen würde, so müsste man auch wissen, was dieses Tier zum Beispiel für eine Darmflora benötigt. Fakt ist jedoch, die meisten Mikroorganismen der Dinosaurier dürften zusammen mit ihnen am Ende der Kreidezeit ausgestorben sein. Es kann natürlich sein, dass sich in einem Klon eine Flora aus heutigen Mikroorganismen entwickelt, die ihn auch für unsere Zeit kompatibel macht. Sicher ist das jedoch keineswegs. Und so könnte man selbst bei der Überwindung der großen wissenschaftlichen Hürden die erfolgreiche Umsetzung eines Jurassic Parks ausgerechnet an den winzig kleinen Bakterien scheitern. Bei der Mikroökologie fängt es an, bei der Makroökologie hört es auf. Wie würde unsere Umwelt auf ausgestorbene Tiere reagieren? Okay, so spektakulär, wie es wahrscheinlich in Jurassic World Dominion dargestellt werden wird, würde es in Wahrheit wohl doch nicht werden. Die Dinosaurier würden uns keineswegs überrennen, für uns eine Gefahr darstellen oder sogar bestimmte Gegenden unbewohnbar machen. Der Mensch ist nach wie vor der gefährlichste Makroorganismus auf unserem Planeten. Unseren Waffen wäre kein Dinosaurier, nicht einmal eine künstlich erschaffene Themenpark-Chimäre gewachsen. Doch trotzdem ist die Frage, wie ein Dinosaurier oder auch ein Mammut in die heutige Welt passt, legitim. Welche Grundbedürfnisse so ein Tier eigentlich hat, wissen wir natürlich nicht. Selbst wenn wir Mammuts mit Elefanten vergleichen können, so dürfen ihre Bedürfnisse doch ganz anders ausgesehen haben als die ihrer modernen Verwandten. Und damit vielleicht auch ihr Verhalten. Was soll ein ausgestorbenes Tier fressen? Welchen Lebensraum, welche Lebensfläche braucht es und wie soll sein Lebensraum im Detail aussehen, damit es sich wohlfühlt und gesund bleibt? Braucht es Interaktion mit Artgenossen? Kann es überhaupt aus dem Nichts die lebensnotwendigen Fähigkeiten erlernen, die es zum Überleben in der Wildnis braucht? Hat es die dafür nötigen Instinkte? Oder haben die ausgestorbenen Vorgänger alles von ihren Eltern gelernt? Da all diese Fragen offen, aber für das Überleben eines Klontieres essentiell sind, ist es auch aus ethischer Sicht eigentlich vehement abzulehnen, dass jemals ausgestorbene Tiere zurück auf unsere Erde gebracht werden. Wenn wir über sie so wenig wissen, wäre es mit einem ungeheuren Leid für die Tiere verbunden, wenn man sie nur zur Befriedigung der Neugier oder aus wissenschaftlichem Ehrgeiz zurück ins Leben ruft. Natürlich würde auch ich liebend gerne mal einen echten oder auch meinetwegen nur chimärenhaften Dinosaurier oder einen Mammut in Wirklichkeit sehen. Cool wäre das auf jeden Fall. Aber mit meinen Werten als tierliebender Mensch und als Naturfreund wäre das ganz und gar nicht zu vereinbaren. Noch dazu kommt, dass wir bei dieser Wiedererschaffung per Leihmutterschaft das Leben anderer Tiere in Gefahr bringen und sogar ihr Fortbestehen als Spezies.
Elefanten stehen wie viele andere Großsäugetiere auf der roten Liste und sind in der Wildnis schon beinahe ausgestorben. Da können wir nicht einfach die Lebenszeit und die Lebensenergie noch lebender Elefantenkühe verschwenden, um Mammuts zu klonen. Wenn doch so ein hohes Risiko besteht für Mutter und Kalb, dann sollten wir solche Projekte niemals tatsächlich durchführen. Besonders grausam: verliert eine Elefantenkuh ihr Kalb, kann sie den toten Fötus nicht zur Welt bringen. Operativ entfernen kann man ihn auch nicht. Er verbleibt in ihrem Mutterleib bis zu ihrem Lebensende. Jahrelang kann die Elefantenkuh zwar vielleicht mit einem toten Körper in ihrem Leib leben, aber dafür nie wieder ein eigenes Kalb zur Welt bringen. Und sehr wahrscheinlich erleidet sie irgendwann durch ihn eine Infektion, an der sie dann früher oder später stirbt. Wer als Fan von Jurassic Park diese ethischen Grenzen missachtet und gern mal einen echten Urzeitpark besuchen würde, der hat die Botschaft des Films nicht verstanden. Die Wissenschaft kann und sollte sich nicht alles erlauben, was sie kann. Zusammenfassend lässt sich also sagen: Einem realen Jurassic Park stehen derzeit so viele Hürden entgegen, dass es aus wissenschaftlicher Sicht sogar schon wahrscheinlicher und zumindest in der Theorie eher möglich wäre, eine Zeitmaschine zu bauen. Es ist realistischer, die Dinos nach so einer Zeitreise direkt im Mesozoikum einzufangen und sie anschließend in einen Park ins 21. Jahrhundert zu bringen, als sie durchs Klonen wiederzuerschaffen. So mein ernüchterndes Fazit. Trotzdem gibt es einige De-Extinktionsprogramme, die durchaus interessant und sogar erfolgversprechend sind. Fakt ist, an die tatsächliche Wiederbelebung eines ausgestorbenen Tieres mittels Klonen denkt heute eigentlich kein ernstzunehmender Wissenschaftler mehr. An die anderen beiden Wege, Genmanipulation und Rückzüchtung, allerdings schon. Schon in den 1920er Jahren entstand mit dem Heckrind eine Hausrindrasse, die in ihrem äußeren Erscheinungsbild stark an die ausgestorbenen Auerochsen angelehnt ist. Es handelt sich aber natürlich nicht um echte Auerochsen, sondern nur um eine Rückzüchtung. Ähnliche Rückzüchtungsprogramme sind auch immer wieder über Dinosaurier im Gespräch. Besonders der berühmte Paläontologe Jack Horner, der seinerzeit auch beratend für die Jurassic-Park-Filme tätig war, setzt sich dafür ein, die Gene von Haushühnern so zu verändern, dass einige Dinosaurier-Merkmale tatsächlich wieder sichtbar auftreten könnten. Hühner tragen so wie alle Vögel noch viele Gene in sich, die für einen verlängerten Schwanz, bekrallte Vordergliedmaßen und Zähne zuständig sind. Bei modernen Vögeln sind diese jedoch inaktiv. Mit Hilfe von Genmanipulation sollten allerdings schon Embryonen erschaffen worden sein, die einige dieser Merkmale wieder ausgeprägt haben. Horners Chickenosaurus ist derzeit tatsächlich das, was der Realisierung eines echten Jurassic Parks am nächsten kommt. Allerdings bräuchte man für diese Dino-Rückzüchtungen sicher keine abgelegene, isolierte Insel. Eine normale Hühnerfarm würde schon ausreichen. Und Angst vor einem Ausbruch, geschweige denn vor der Übernahme unseres Planeten, müsste man vor ihnen sicher keine haben. Im Jahre 1996 wurde in Ostsibirien am Unterlauf des Kolyma der Pleistozän-Park ins Leben gerufen. Ziel dieses Projekts ist es, dem Auftauen des sibirischen Permafrosts durch die Ansiedlung großer Pflanzenfresser entgegenzuwirken. Einst waren diese Tiere nämlich essentiell für dieses Ökosystem. Ihr Dunk sorgte stets für frische Nährstoffe im Boden und allein durch ihre Wanderbewegungen wurden ganze Landschaften geformt. Heute leben im Pleistozän-Park schon Wildpferde, Rentiere, Elche, Kalmückenrinder, Moschusochsen, Wisente, Yaks, Wapitis, Kamele und Wildziegen. Als nächstes sollen dort wohl auch sibirische Tiger ausgewildert werden. Die ehrgeizigen Projektleiter
arbeiten auch intensiv mit Genetikern zusammen, um die Wiederbelebung ausgestorbener Eiszeittiere voranzutreiben, insbesondere von Wollhaarmammuts. Dabei soll das Erbgut von heutigen Elefanten mit Genen von ausgestorbenen Mammuts modifiziert werden. So erhofft man sich die Erschaffung felltragender Elefanten, die dem sibirischen Klima gewachsen sind. Ein Eiszeitpark dürfte erheblich leichter zu realisieren sein als ein Jurassic Park. Doch auch hier stecken die Forscher immer noch in einigen Sackgassen fest. Jianqing Ling von der Shantou University in China und sein Team versuchten Anfang dieses Jahres, das Erbgut der ausgestorbenen Weihnachtsinselratte zu rekonstruieren, die zwischen 1898 und 1908 ausstarb. Ihre Analysen zeigen, dass selbst bei der Manipulation der Gene der eng verwandten Wanderratte Komplikationen auftreten. Fast 5% der Genomsequenz sind nicht wiederherstellbar. 1661 Gene sind zu weniger als 90% vollständig wiederherzustellen und 26 weitere fehlen ganz. Auch wenn die De-Extinktionsforscher wahrscheinlich schon extrem nah an einem Erfolg wähnen, sind sie also offenbar tatsächlich noch meilenweit davon entfernt, selbst bei einer Ratte, von Mammuts und Wollnashörnern oder insbesondere Dinosauriern ganz zu schweigen. Die Fans von Jurassic Park können dieses Jahr also vielleicht mit einem unterhaltsamen Film rechnen. Aber dass wir jemals echte, wiedererschaffene Urzeittiere bestaunen können, ist realistisch betrachtet wohl noch lange nicht möglich. Und das ist sicher ganz gut so.